Wir präsentieren die 11 jüngsten deutschen Nationalspieler aus Leverkusen. Auf Platz 11 in diesem Ranking liegt Stefan Reinartz. Zarte 21 war er im Mai 2010 bei seinem Debüt fürs DFB-Team und nur 6 Jahre später beendete er seine Fußballkarriere. Zack, diese Tatsache hat viele verblüfft. Ebenso wie die Datensache, dass er danach einfach das Packing erfunden hat. Mitunter sicherlich auch gereift in über 15 Jahren Bayern 04 Leverkusen. Jünger als Reinartz war Knut Reinhardt. Mit 17 debütierte der Leverkusener Bub bereits in der Bundesliga und sorgte für Wirbel im linken Mittelfeld. 2 Jahre später, nach dem UEFA-Cup-Sieg 1988 mit der Werkself, kam er auch zu seinem ersten Einsatz für Deutschland, unter dem Kaiser Franz Beckenbauer. Am Ende sollten es nur 7 Länderspiele werden. Dafür aber gewann er später mit dem BVB unter anderem die Champions League. Unser Platz 9 holte den Henkelpott gleich 4-mal und zählt überhaupt zu den größten deutschen Trophäensammlern. Gestatten? Toni Kroos, Fußballer des Jahres 2018. Von den Bayern geliehen, nahm er beim Bayer 2010 so richtig Fahrt auf und spielte sich ins Rampenlicht. Oder besser gesagt, ins Flutlicht. Auch für den Bundestrainer als 34. Debütant der Ära Joachim Löw, unter dem er 4 Jahre später den WM-Titel holte. Gegen Messi und die Argentinier. Übrigens, auch sein Debüt gab Kroos damals gegen Messi und die Argentinier. Irre. Jonathan Tah war beim Debüt von Toni Kroos übrigens 14 Jahre alt und hat sehr wahrscheinlich hart davon geträumt, sich 6 Jahre später ebenfalls A-Nationalspieler nennen zu dürfen. Das durfte er. Am 26. März 2016, erstes Länderspiel gegen England, zur Pause eingewechselt für Mats Hummels und dann ging's gegen Harry Kane oder Jamie Vardy. Es gibt wahrscheinlich schlechtere Gegner für ein Debüt. Aber es geht eben auch noch jünger. Siehe Julian Brandt. Nur 2 Monate später nach Jonathan Tah wurde es auch im DFB-Team brandgefährlich. Mit der 24 auf dem Trikot startete die Nationalmannschaftskarriere des ehemaligen Leverkuseners, damals eingewechselt gegen die Slowakei. Und wisst ihr was? Auch unsere ehemalige Nummer 1, Bernd Leno, machte an jedem Abend sein erstes A-Länderspiel. Doch der ist 4 Jahre älter und galt mit seinen damals 24 Jahren dagegen sicherlich als, sagen wir mal, erfahren. Das konnte ein Christian Wörns damals eher nicht von sich behaupten. Auch er startete unterm Bayerkreuz seine Erfolgskarriere, ehe er zu Borussia Dortmund wechselte. Bereits mit zarten 19 Jahren wurde der heutige DFB-Trainer 1992 unter Berti Vogts auf der rechten Abwehrseite zum Adlerträger. Was folgte, war der Sprung auf den EM-Zug und natürlich der DFB-Pokalsieg mit der Werkself 1993. Diesen bejubelte Gonzalo Castro wahrscheinlich damals in seinem Kinderzimmer in Wuppertal. 14 Jahre empfahl er sich dann auch mit starken Leistungen im Bayern 04-Trikot für die Nationalelf und wurde im Freundschaftsspiel gegen Dänemark am 28. März 2007 für Simon Rolfes eingewechselt. Letzterer gab an jedem Abend übrigens ebenso sein Debüt fürs DFB-Team wie auch Vereinskollege Stefan Kiesling. Die beiden hatten da allerdings schon ein paar Tage mehr auf dem Buckel als Gonzo. Auf Platz 4 in unserem Ranking liegt Herbert Waas. Die Jüngeren denken sich jetzt vielleicht, was? Wir wiederholen gerne, Waas. Der langjährige Goalgetter der Werkself gab vor fast 40 Jahren am 7. Juni 1983 sein Debüt im deutschen Nationalteam und ist damit der erste Nationalspieler unterm Bayerkreuz überhaupt. Was für eine Geschichte. Vor allem, weil neben ihm Legenden wie Rudi Völler, Bernd Schuster oder Wolfgang Rolf auf dem Platz standen. Kommen wir zu den Top 3 und hier liegt Benny Henrichs auf dem Bronzerang, weil er bei seinem DFB-Debüt eben nochmal 1 Monat jünger war als Waas. Am Leistungszentrum Kurte-Kotten ausgebildet, hat er sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen und wurde unter Roger Schmidt zum Bundesliga- und Champions-League-Spieler. Und als Rheinländer ausgerechnet am 11.11. Nationalspieler. 2016 war das. Und beim DFB durfte er 2017 sogar einen Titel bejubeln. Confed-Cup-Sieger. Silberware hat Kai Havertz auch schon berühren dürfen. Auch er hat am Kurte-Kotten gelernt. Zumindest das, was man einem Ausnahmetalent noch so beibringen kann. Mit 17 spielte er bereits Bundesliga und Champions League, war unter anderem über 3 Jahre lang der jüngste Spieler und Torschütze in der Bayern 04 Bundesliga-Geschichte. Am 9. September 2018 ging King Kaidan folgerichtig als 99. Debütant unter Joachim Löw in die DFB-Geschichte ein und war fast genau 3 Jahre lang auch der jüngste deutsche A-Nationalspieler von Bayern 04. Wurde am 2. September 2021 jedoch von Florian Wirtz verdrängt, der nun mit zarten 18 Jahren dieses Ranking anführt. Erst vor wenigen Monaten hat die Nachwuchshoffnung Abitur gemacht, ist dann mit der U21 Europameister geworden und gilt nun als der erste Debütant in der noch jungen Ära Hansi Flick. Und wenn man bedenkt, dass die allermeisten Fußballer eher so zwischen Anfang bis Mitte 20 zum ersten Mal für ihr Land auflaufen, besteht für Flo Wirtz die berechtigte Hoffnung, in diesem Ranking länger vorne dabei zu sein. Wir sagen auf jeden Fall Respekt und Chapeau.